Das Wort kann niemand uns entziehen. Unsere Poesie kann niemand uns nehmen. Guten Tag, mein Name ist Wolja Hapeva. Ich komme aus Belarus, Minsk. Ich bin Poetin, Linguistin und arbeite meistens mit Wörtern. Wenn man für eine lange Zeit nicht eigene Sprache spricht, als ob verliert man etwas und dieser Teil von sich selbst, weil Sprache ist Teil unserer Identität. Und wenn sie weggenommen ist, dann als ob Teil von irgendwelcher Teil von deiner Identität oder von dir auch weggenommen ist. Und dann bekommst du ein Loch. Ich denke über diese Situation wie Schwerelosigkeit. Auf Deutsch für mich klingt das so schön, weil als ob hat man keine Schwere mehr. Aber ja, als physisches Konzept oder Begriff, das heißt, dass du keine Erde mehr hast, als ob du dieses ständiges Ort, Heimat oder ja, Zuhause nicht mehr hast. Eigene Sprache oder für mich belarussische Sprache gilt wie eine Zeugin von meinem früheres Leben. Als Linguistin, ich weiß, dass Sprache ist nie objektiv oder nie neutral. Die Sprache kann Mittel von schrecklichen Sachen sein. Und ich glaube, dass die beste Form der Existierung für Sprache ist Poesie. Weil dort schafft sie etwas Magisches mit unserem Leben oder unseren Seelen zu machen. Und deshalb für mich Poesie ist so vielfältig wie das Leben selbst. Als Künstlerin braucht man immer eines: Freiheit. Freiheit zum Neudenken, zum Neuschaffen. Und diese Freiheit gibt mir aktuell auch das Berliner Künstlerprogramm. Es ist unglaublich wichtig, diese Unterstützung zu haben, weil ich glaube, jeder versteht, dass meistens von Autorinnen oder Künstlerinnen können alltäglicher Brot sozusagen mit ihrer Kunst nicht wirklich kaufen. Dafür brauchen sie diese Unterstützung. Wir möchten sichtbar machen, dass Literatur in vielen Sprachen entsteht. Und Wolja ist eine großartige Sprachmittlerin und Literaturvermittlerin und Lyrikerin. Und das hat alles die Jury begeistert. Was tun wir für Stipendiaten und Stipendiatinnen? Wir stellen erstmal den Raum her, damit sie in Ruhe und ohne Alltagssorgen ihrer Arbeit nachgehen können. Das ist besonders in Krisensituationen wie der jetzigen von besonderer Bedeutung. Und wir veranstalten Lesungen, Begegnungen mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, Begegnungen mit dem Publikum. Wir versuchen interdisziplinäre Gespräche herzustellen, von denen Publikum und Künstler und Künstlerinnen profitieren. Und all das ist, was wir eben mit Wolja Hapeva und den anderen Fellows in Berlin herstellen. Коли питаються, колькі ведаю моваў, пачуваюся досыць няёмка. Колькі б не ведала, здаецца, галоўных яшчэ не адолела. Bei der Frage, wie viele Sprachen ich beherrsche, fühle ich mich unbehaglich genug. Egal, wie viel man weiß, es scheint, dass ich die wichtigsten noch nicht kenne.